Wir würden nicht nur Waffen und finanzielle Hilfe versagen, sondern vor allem deutsche Soldaten. Friedrich Merz von der CDU will genau das Gegenteil, aber damit beenden sie keinen Krieg. Das heißt, die Ukraine als auch Russland müssen in Friedensverhandlungen. Friedrich Merz hat nicht gesagt, dass er deutsche Soldaten schicken will. Aber das würde die Lieferung von Taurus bedeuten. Da gibt es unterschiedliche Ansichten erklären, was das bedeutet. Friedrich Merz, ich möchte es Ihnen erklären, weil es falsch ist, was Sie sagen. Hey Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, wie jemand wie Frau Zimmermann es schafft, sich in einem Interview so konsequent zu blamieren? Heute geht es um Alice Weidel, die der Reporterin vom ZDF gnadenlos die Leviten liest, über den Ukraine-Krieg, Taurus-Raketen und warum Annalena Baerbock eine Außenministerin zum Fürchten ist. Schaut rein, denn ihr wollt sehen, wie Weidel die Faktenlage dominiert, während Zimmermann verzweifelt versucht, ihr Narrativ zu retten. Also bleibt dran, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser Außenpolitik? Ich bin gespannt. Auf geht's! Björn Höcke hat gesagt, falls er Kanzler werden würde, würde er als erstes nach Moskau fahren. Sie auch? Wer ist der wichtigste Bündnispartner Deutschlands in Ihren Augen? Also zunächst einmal ist es wichtig, Frieden zu stiften in der Welt, allen voran in der Ukraine. Und das entscheiden nur Washington und Moskau. Dementsprechend würden meine beiden ersten Reisen in diese beiden Städte führen, denn wir brauchen Frieden in der Ukraine und das kann man nur erreichen mit den USA und mit Russland zusammen. Welche Position hat denn in Ihren Augen da die Ukraine? Sollte die Ukraine nicht vor allen Dingen mitreden beim Frieden in der Ukraine? Ich glaube, dass die Ukraine weitestgehend die Entscheidung aus der Hand gelegt hat. Das wird in Washington tatsächlich entschieden und in Moskau. Man muss sich dort einigen, natürlich auch die Interessen der Ukraine und auch Russland vertreten. Und was in der Diskussion meistens vergessen wird und ausgelassen wird, ist, dass auch die ukrainische Bevölkerung endlich einen Frieden haben will. Und wir müssen das sinnlose Sterben beenden. Denn in der Geschichte war es immer so, dass am Ende eines Krieges ein Frieden steht. Darum so schnell wie möglich diesen Krieg zu beenden und nicht noch die Eskalationsspirale weiterdrehen, wie das Friedrich Merz tut mit der Androhung der Taurus-Raketenlieferung. Das würde Deutschland direkt zur Kriegspartei machen und uns einer unmittelbaren Gefahr aussetzen, sodass die erste Rakete aus Russland nicht nach Kiew fliegt, sondern nach Berlin. Darum muss man den Kriegskanzler Friedrich Merz unbedingt verhindern. Frau Weidel, Frieden wollen alle. Die Frage ist ja, wie man zu Frieden kommt. Sie zum Beispiel sprechen tatsächlich davon, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat. Und trotzdem wollen Sie der Ukraine Finanzhilfen und Waffenlieferungen versagen. Das würde ja bedeuten, dass Russland mit seinem Angriffskrieg am Ende Erfolg hat. Wir würden nicht nur Waffen und finanzielle Hilfe versagen, sondern vor allem deutsche Soldaten. Friedrich Merz von der CDU will genau das Gegenteil, aber damit beenden sie keinen Krieg. Das heißt, die Ukraine als auch Russland müssen in Friedensverhandlungen. Friedrich Merz hat nicht gesagt, dass er deutsche Soldaten schicken will. Aber das würde die Lieferung von Taurus bedeuten. Da gibt es unterschiedliche Ansichten erklären, was das bedeutet. Friedrich Merz, ich möchte es Ihnen erklären, weil es falsch ist, was Sie sagen. Friedrich Merz fordert die Lieferung von Taurus, einer deutschen Mittelstreckenrakete, an die Ukraine. Taurus erreicht Moskau. Das wäre die rote Linie für Putin. Und Taurus kann nicht bedient werden von irgendwelchen Ukrainern. Taurus wird bedient von deutschen Soldaten. Das heißt, deutsche Soldaten müssten zur Ertüchtigung von Taurus in die Ukraine geschickt werden. Und das ist die rote Linie. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Das ist unseriöse Außenpolitik von Seiten der CDU, die die Kriegsgefahr für Deutschland absolut drastisch erhöhen würde und für ganz Europa.
Lassen Sie uns diesen schrecklichen Krieg endlich beenden. Und darum muss man auch die Alternative für Deutschland wählen, um das Schlimmste zu verhindern. Frau Weidel, ich sehe, Sie sind schon voll im Wahlkampfmodus. Friedrich Merz hat noch nie deutsche Soldaten in die Ukraine schicken wollen. Das kann ich, glaube ich, an dieser... würde das bedeuten? Ich habe es gerade erklärt. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ich wüsste gerne von Ihnen, Sie setzen ja auf Russland als einen verlässlichen... Nein, nochmal, Sie sagen es nochmal falsch, Frau Zimmermann. Ich muss auf die Richtigkeit bestehen. Sie haben es nochmal falsch gesagt. Sie müssen sich in die Materie einlesen. Taurus kann nur bedient und abgeschossen werden mit deutschen Soldaten. Das heißt, die Forderung von Friedrich Merz würde eine unmittelbare Stationierung von deutschen Soldaten in der Ukraine bedeuten. Frau Weidel, genau das fordert Frau Weidel, Sie wissen, dass auch ukrainische Soldaten daran trainiert werden könnten, an diesen Geräten und schon lange hätten trainiert werden können, wenn das möglich ist. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal sagen, Sie setzen ja auf Moskau als verlässlichen Partner. Wir haben im Beitrag gesehen, es gibt einige AfD-Abgeordnete, die den Kontakt zu Russland immer wieder suchen. Warum glauben Sie, dass Russland ein verlässlicher Partner sein und werden könnte? Wir setzen nicht nur auf Moskau allein, allen voran auf Washington. Ich suche den Kontakt zu Washington. Sie wissen aus der unsäglichen Hetze gegen den Präsidenten Trump, auch der deutschen Mainstream-Medien, dass ich mich für Donald Trump eingesetzt habe, der jetzt nun designierter Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und ich bemühe mich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das muss ich Ihnen ganz offen sagen, weil ich halte ihn für einen wichtigen Partner für Deutschland, den die Vorgängerregierung absolut verprellt haben. Wir sind kein verlässlicher Partner mehr. Deutschland war weltweit noch nie so unbeliebt, vor allen Dingen im Euroraum nicht. Die Franzosen mögen uns nicht, die Polen mögen uns nicht, die Ukrainer auch nicht, die Russen nicht mehr, die Chinesen nicht mehr, die US-Amerikaner nicht mehr. Das ist das Resultat einer unseriösen Außenpolitik von Annalena Baerbock, die gelinde gesagt überhaupt gar keine Ahnung hat von Außenpolitik. Ich wollte gerne wissen, warum der Sie Regierung auf Russland und nicht setzen. mal als Praktikantin. Ich wollte Ihnen einfach nur sagen, Annalena Baerbock wäre das wollen nicht Sie mir einmal sagen, als aber ich wüsste gerne von Ihnen, warum Sie auf Russland setzen. Werden. Und darum ist es, das habe ich Ihnen gerade, ich habe Ihnen gesagt, dass wir auf alle Partner setzen müssen. Deutschland steht aber völlig isoliert da und das haben Sie allein da gesehen, dass bei dem Besuch von Trump mit Zelensky und Macron die Deutschen gar nicht mehr am Tisch gesessen haben. Ich würde gerne noch mal kommen auf die Frage der Verteidigungspolitik auch. Sie haben in Ihrem Parteiprogramm stehen, dass die Wehrpflicht eingeführt werden soll. Jetzt im Leitantrag für das Wahlprogramm steht das nicht mehr drin. Warum konnten Sie Ihre Position, die ja für die Wehrpflicht ist, da nicht durchsetzen? Der Leitantrag ist noch nicht abgestimmt. Das Programm wird auf dem Bundesparteitag entschieden. Ich kann meine Kollegen sehr gut verstehen, die Wehrpflicht herausgestrichen haben. Es geht die Angst um, die ganz großen Bedenken, dass bei einer Wiedereinführung der Wehrpflicht unschuldige deutsche Soldaten nach Russland, in die Ukraine geschickt würden. Und das ist die Angst und das sind die Bedenken dabei, die Wehrpflicht einzuführen. Nichtsdestotrotz muss die Bundeswehr ertüchtigt werden für die Landesverteidigung. Und dementsprechend werde ich auch dem Änderungsantrag zur Wiedereinführung der Wehrpflicht im Januar zustimmen. Denn man muss hier an der Stelle differenzieren. Aber letztendlich wird das der Bundesparteitag abstimmen, bei vollem Verständnis für meine Kollegen, die irgendwo auch in ihrer Position Recht haben. Der letzte Punkt, Frau Weidel, bitte sehr kurz. Sie fordern einen Dexit. Ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Bank Goldman Sachs, hat berechnet, dass der Brexit die Briten 5,6% ihres Bruttoinlandsprodukts gekostet hat. Wie können Sie die Forderung nach dem Dexit damit zusammenbringen? Bitte kurz. Es kommt auf den Zeitraum an, der dort in Betracht gezogen wurde bei den Berechnungen. Wir konnten keinen Verlust im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in den... ich habe Sie nur schlecht verstanden. Entschuldigung, was war Ihre Frage?
Meine Frage war, wie Sie den Brexit vertreten wollen. Es ging um eine Berechnung von Goldman Sachs dazu, aber nur noch 15% der Briten sind inzwischen der Ansicht, dass der Brexit eine gute Idee war. Ich muss leider an dieser Stelle beenden, das Gespräch. Frau Weidel, sicherlich haben wir demnächst noch mal eine Gelegenheit dazu. Vielen Dank und einen guten Abend nach Zürich. Sehr gerne.